Death Rush eigentlich bei Arcanist? Das gleiche wie bei jeder Klasse, PvE-Schaden. Erhöht deinen PvE-Schaden für 3 Sekunden. Das gleiche wie bei jeder anderen Klasse, Sir. Die Frage, ob das bei Arcanist gut ist, meiner Meinung nach nicht. Hauptsächlich deswegen nicht, weil die Waffen nicht Ultimate gemacht werden können. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass man von Waterbomb erstens konstanter den Schaden bekommt, weil es an keine Bedingung geknüpft ist. Waterbomb prockt basically unendlich. Du musst halt nur genug Monster angreifen, dann hast du eigentlich eine 100% Garantie, dass mindestens einmal Waterbomb prockt. Und das dann halt auch unendlich oft, theoretisch. Wohingegen Death's Rush an die Bedingung gekoppelt ist, dass erst ein Monster sterben muss. Das heißt, erst wenn das erste Monster gestorben ist, und du bist ja nicht immer Lowlife, also ist ja unmöglich, dass immer ein Monster Lowlife ist und stirbt. Also wenn die AOE mal anfängt zu sterben, dann ja. Aber die gesamte restliche Zeit nicht. Also beim Pullen nicht, beim ersten Anhitten nicht, erst sobald die ersten Monster sterben. Und genau bis zu diesem Punkt bringt dir die Waffe in dem Aspekt nichts. Und Waterbomb bringt dir halt immer was. Weswegen es schwer vorstellbar ist, dass diese Waffe jemals besser sein wird. Diese Waffen für AOE als Hernes. Zumal, wie gesagt, man sie momentan nicht mal Ultimate machen kann. Weil man sie nicht Ultimate machen kann, kann man auch keinen Lifesteal und so erwecken. Und dann sind sie giga-useless. Und das geht tatsächlich für jede Klasse, weil welcher DPS will heute noch ohne Lifesteal spielen? Also die Waffen sind so oder so fragwürdig, dass man sie nicht Ultimate machen kann. Gibt ihnen halt quasi den Status komplett unusable. Zumal sie noch Level 180 sind. Und jeder auf dem Level hat schon längst eine geile Hernes-Waffe oder eine sehr gute Lusakas Crystal oder whatever. Kein Mensch erreicht 170 plus oder 180, ohne schon eine bessere Waffe zu haben. Deswegen verstehe ich auch nicht. Ich habe heute mal geguckt, tatsächlich, weil für meinen Ranger, also vielleicht gamble ich darauf, dass man sie Ultimate machen kann, vielleicht. Aber nicht zu den aktuellen Preisen. Weil ein Dragon's Reign kostet 1,9 Milliarden. Also einer hat einen für 2 Milliarden im Shop und der andere für 1,9. Und ich meine, zugegebenermaßen, die sehen echt geil aus, die Cursed-Waffen. Das sind ja rote, shiny Behemoth-Waffen. Das sind echt geile Skins, muss man schon sagen. Aber mehr ist es momentan nicht. Es ist momentan einfach nur ein Skin. Mehr nicht. Kein Mensch benutzt diese Waffen auf Ernst. Also, wer auch immer es tun würde, es würde einfach keinen Sinn ergeben. Deswegen verstehe ich auch nicht, wer die kauft, dass die sich so teuer in den Shops halten. Also, ich habe es jetzt noch nicht lang genug beobachtet, um festzustellen, ob die Preise jetzt wirklich so hoch sind oder ob die einfach nur nicht günstiger verkaufen wollen. I don't know. Aber für einen Skin 2 Milliarden schon saftig. Finde ich. Sicherlich sind sie extrem selten und man kann sie auch nicht craften. Nicht, dass ich wüsste. Aber da sie unusable sind, verstehe ich nicht, warum sie so teuer sind. Also mal gucken, wie es sich entwickelt. Sobald die Ankündigung kommt, dass man sie Ultimate machen kann, werden sie höchstwahrscheinlich teurer, vor allem die 1v1-Waffen, aber je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es. Du hast ja schon gesagt, sie halten sich in den Shops, weil sie niemand kauft. Naja,
Das weiß ich eben nicht, jetzt auf spezifische Waffen. Also, wie gesagt, ich interessiere mich, wenn überhaupt, für einen Dragon's Rain, weil mein Ranger hat ja keinen Hernesbow. Mein Ranger benutzt, oder meine Ranger benutzen noch Bloody Bow. Also wäre ich theoretisch nur an einem Dragon's Rain momentan interessiert. Weil ja, für 1v1 kann man sie nehmen. Wobei meine Ranger töten nur Bosse. Das heißt, der Death Rush Effekt wäre für mich trotzdem useless. Weil wenn Kriton stirbt, bin ich fertig und dann brauche ich auch den Schaden nicht mehr. Also der Death Rush Effekt wäre mir vollkommen egal. Mir würde es nur darum gehen, halt eine Waffe zu haben, auf der ich Lifesteal draufpacken kann und die halt einfach deutlich besser ist als ein Bloody Bow. Und vielleicht sogar eine günstigere Alternative zu einem Hernes bzw. Lusagas Crystal Bow ist. Aber genau das ist es ja nicht, weil wenn sie jetzt clean 1,9 Milliarden kostet, vollkommen egal, ob sie jetzt Ultimate gehen würde oder nicht. Selbst wenn sie jetzt schon 1,9 Milliarden wert wäre und Ultimate machbar wäre, wäre es eine cleane Waffe. Da müsste ich ja nochmal, keine Ahnung, 5 Milliarden reinstecken, dass dann auch Lifesteal drauf ist, dass sie Ultimate ist, etc. Stockeln, bla 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 bla. Also selbst dann würde ich es nicht kaufen, TBH. Was einfach zu teuer ist. Ich meine, ja, hast du wieder das Problem, dass Ranger-Waffen sind halt einfach schweineteuer. I know. Aber die Preise, also jetzt, wo man sie nicht Ultimate machen kann, ergeben überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe das spezifisch für Dragon's Rain nicht lange genug beobachtet, um sagen zu können, ob die vielleicht doch irgendwann gekauft werden. Halt wahrscheinlich dann als Skins. Oder ob die schon seit Wochen in den Shops sind. Also diese spezifischen Waffen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Dementia habe ich gesehen, Cursed Dementia, das Jojo, ist auch für 1,5 Milliarden im Shop, wo ich mir auch so denke, ja, ist ein geiler Skin, aber what the fuck, man, wer gibt 1,5 Milliarden für einen Skin aus? Vor allem ein Skin, von dem man eigentlich fast mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass er langfristig eher im Wert sinken wird als steigen. Also es ist ja eigentlich vollkommen egal, was mit diesen Waffen passiert. Sie werden definitiv nicht seltener werden, wenn dann unseltener. Also ergibt es eigentlich keinen Sinn, sich das Ding jetzt zu kaufen. Und es gibt ja noch die anderen Skins, die NPC-Skins, die blauen, die bronzenen und so, die sehen ja alle genauso gleich. Die sehen ja alle gleich aus. Der einzige Unterschied ist die Farbe. Zugegebenermaßen, ich finde Rot persönlich auch am geilsten. Das passt einfach sehr gut. Aber habe auch schon viele Leute rumlaufen sehen mit den blauen oder Chromfarben oder wie man das vielleicht nennt und den bronzenen. Also, wenn es jetzt wirklich um den Skin geht, ist schon crazy, wenn du statt der NPC-Waffe, die dich quasi gar nichts kostet, 1,9 Milliarden für die rote Version davon ausgibst, von dem gleichen Skin. Ja, ist schon ein bisschen crazy, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wie gesagt, mal beobachten. Aber eigentlich spielt es keine Rolle, weil selbst 1 Milliarde, also aktuell wäre es ja ein Gamble, weil es ja noch nicht sicher ist, ob sie jemals Ultimate machbar sind. Und wenn man sie nicht Ultimate machen kann, bringt mir die Waffe gar nichts. Wegen kein Lifesteal. Und wenn das so bleibt, gebe ich ganz sicher nicht 1 Milliarde für einen Skin aus. Also mein Limit wäre wahrscheinlich, ja, sagen wir 1 Milliarde. Mehr auf keinen Fall. 1 Milliarde würde ich mir eingehen lassen für den Gamble, aber mehr auf keinen Fall. Aber das wären 900 Mio weniger als die günstigste Waffe, die jetzt auf dem Markt ist. Und ich bezweifle, dass die jetzt innerhalb von kurzer Zeit auf 900 Mio oder um 900 Mio reduziert wird.